Ein noch ganz kleiner Bärenjunge hatte wieder eine ganze Nacht allein verbracht und zitterte bei jedem scharfen Geräusch. Er war ein wohlgenährter, sorgloser kleiner Kerl gewesen, der seiner Mutter folgte. Damals hatte er sich vor niemandem gefürchtet, alle mieden sie, und es gab Nahrung im Überfluss. Seine Mutter wusste immer, wohin sie für Beeren oder Pilge gehen musste. Der Bärenjunge lugte aus seinem Versteck hervor und erinnerte sich an die schrecklichen Bilder vom Tod seiner Mutter, die versucht hatte, die fremden Männer mit Gewehren zu vertreiben. Doch diese hatten keine Angst gezeigt und begannen, auf sie zu schießen. Solche Geräusche hatte der Bär schon einmal gehört, doch diesmal gab es kein Versteck. Die Menschen schossen auf seine Mutter, die vor Schmerz brüllte. Er rieb sich die Nase mit der Pfote und versuchte, den Geruch von Blut und verbranntem Fell zu vergessen. Wie er den Zweibeinern entkommen war, wusste er selbst nicht. Seitdem musste er allein nach Nahrung suchen und ums Überleben kämpfen. Heute hatte sich der Bärenjunge entschieden, wieder zum Bach zu gehen, um Beeren zu suchen. Plötzlich packte ihn jemand am Nacken. Er schrie den ganzen Wald zusammen und klagte über sein Pech. Schnuff, der Wolf des Jägers Timofei, spürte, dass etwas nicht stimmte, und erstarrte. Timofei wusste, dass sein Wolf sich nicht ohne Grund so verhielt. Seit langem bewachten sie gemeinsam dieses Stück Taiga, und Schnuff war sein bester Freund geworden. Timofei hörte das Brüllen des Bärenjungen und griff nach seinem Karabiner. Wenn der Bärenjunge hier war, musste die Mutter in der Nähe sein. Doch es gab keine Spuren eines ausgewachsenen Bären. Er setzte sich neben den Bärenjungen und fragte sanft, wo seine Mutter sei. Der Bär hörte auf zu knurren und starrte den Menschen ängstlich an. Timofei versuchte, ihn zu beruhigen, und merkte, dass der Bärenjunge abgemagert war. Er beschloss, ihn mitzunehmen, allein würde er nicht überleben. Als der Bär sich beruhigt hatte, hob Timofei ihn in einen Sack. Nun lebte der Kleine in der Scheune des Jägers und gewöhnte sich an den Menschen und seinen Wolf, die ihn mit Brei fütterten. Er fürchtete sich nicht mehr vor wilden Tieren, und sein Fell begann zu glänzen. Der Sommer wich einem strengen Herbst, und Ende September fiel der erste Schnee. Der Jäger baute eine Höhle und legte den Bärenjungen zum Winterschlaf hinein. Der Winter verging wie im Flug, und im Frühling kam Timofei, um nach ihm zu sehen. Doch der Bär, von Hunger getrieben, war bereits in den Wald zurückgekehrt. Timofei und Schnuff patrouillierten durch das Revier, als sie auf Wilderer stießen. Der Jäger sprach sie streng an, doch sie reagierten aggressiv. Einer von ihnen schoss auf Timofei, doch sein Kumpan schlug den Lauf zur Seite. Schnuff fletschte die Zähne, doch die Angreifer waren in der Überzahl. Ein Glatzkopf richtete den Karabiner auf Timofeis Brust, und der schloss die Augen, bereit für den Schlag. Doch plötzlich tauchte der Bärenjunge auf, nun zu einem ausgewachsenen Bären geworden. Er warf zwei der Angreifer zu Boden und brüllte, dass er hier jetzt der Herr sei. Schnuff riss den dritten Wilderer nieder. Die überwältigten Banditen drängten sich zusammen, während Timofei da stand und lächelte, Tränen in den Augen. Die Tiere hatten gezeigt, dass sie Güte und Dankbarkeit kennen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.